Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Mein Name ist Dr. Norbert Heger und in diesem Video möchte ich die Frage beantworten, was ist leichter als Einstieg, wenn man jetzt in der wissenschaftlichen Publikation einsteigen möchte. Ist es leichter, einen normalen Forschungsartikel zu schreiben, also eine Originalforschung, oder ist es leichter, eine Literaturübersichtsarbeit zu schreiben? Ja? Also wo quasi das ganze Paper eine Literaturübersicht ist, auf Englisch eben dieses Literature Review. Und wenn dich das interessiert, bleib gerne dran. In Kürze geht's los. Das war das Intro und jetzt geht's weiter. Ja, und die Frage ist eben jetzt, die meisten denken sich vielleicht, naja, es klingt vielleicht leichter, wenn ich eine Literaturübersicht schreibe. Warum? Weil da lese ich halt ein paar Werke und dann fasse ich das zusammen und beschreibe eins nach dem anderen und das ist dann meine Literaturübersicht. Ja, mein Literature Review. Aber leider ist es zu einfach gedacht und vor allem qualitativ viel zu schwach. Warum? Lass mich so erklären. Es ist ein Trugschluss, wenn man glaubt, ein Literature Review ist einfach nur eine Auflistung von mehreren Werken und wo ich dann einfach eben beschreibe, was steht in dem, dann der nächste Absatz, was steht in dem Werk, was steht in dem Werk und dann am Schluss schreibe ich vielleicht noch ein paar Sätze meine eigene Meinung dazu. So, diese Vorstellung haben manche davon, dass ans Literature Review aber viel höhere Anforderungen gestellt werden. Das habe ich auch in einem anderen Video von mir schon angedeutet. Ihr könnt es dann in meiner Playlist auch sehen. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man sagt, es kommt nicht so sehr darauf an, wie viel Literatur ich jetzt bei einer Literaturübersicht bearbeite. Die Anzahl ist nicht das Entscheidende, sondern die Qualität der Literatur, die ich ausgewählt habe. Denn bei einem Literature Review muss ich wirklich schauen, dass ich die relevantesten Werke zu dem Thema, das ich eben machen möchte, also zu diesem Bereich, wo ich ein Literature Review machen möchte, wirklich eingebaut habe. Und da darf kein Top-Werk, sage ich einmal, vergessen werden. Also da müssen wirklich alle relevanten Top-Werke drinnen sein. Dass die natürlich sehr aktuell sind. Und aktuell wissen wir ja, das ist für uns im wissenschaftlichen Bereich eine Zeitspanne von, sage ich einmal, maximal 5 Jahren, aber eher so 3 bis 4 Jahre höchstens. Und in dem Bereich muss es abspielen. Und das ist aktuelle Literatur. Ja? Und die meisten Werke in meiner Literaturübersicht werden in dem vom Alter her sich in dem Bereich abspielen. Ja, also sage ich maximal 3 bis 4 Jahre, viele vielleicht nur ein paar Monate alt oder so, aber nicht mehr als 5 Jahre. Und wenn man jetzt die Werke gefunden hat, dann wissen wir ja, das habe ich im anderen Video auch erklärt, dann ist es ja so, dass ich eben nicht nur beschreibe und sage, was heißt nicht nur, überhaupt nicht, nur beschreibe und eins nach dem anderen aufliste, sondern bei einem Literature Review geht es immer um eine Synthese. Ja? Also nicht um eine Deskription, sondern um eine Argumentation, um eine Synthese. Und was gibt es da zum Argumentieren? Naja, es ist so, dass ich mit meinem Literature Review ja auf was Spezielles abziele. Ja, das heißt, das Ganze sollte meistens so aufgebaut sein, nach einem Trichterprinzip, dass man sagt, zuerst einmal beginnt man allgemein. Du
kann durchaus auch Grundlagenliteratur enthalten sein, wenn es notwendig ist. Wird nicht immer sein, aber kommt auch vor, wo es einfach dem Verständnis nach notwendig ist, damit der Leser das auch richtig einordnen kann. Und es wird immer schmäler, das heißt, man zielt dann immer auf etwas Spezielleres ab. Und das Speziellere kann eben ein Teilbereich der Wissenschaft sein, eine Fragestellung, weil bevor ich so ein Literature Review mache, muss ich ja mir auch schon Gedanken ähm, um die ja, also muss ich mir immer schon Gedanken auch um den Umfang gemacht haben. Ja. Und wenn ich jetzt argumentieren soll, dann sagt es ja schon, dass es hier um Themen geht. Ja. Und nur kurz angerissen, also die Synthese ist ja wieder ein eigenes Video von mir auch kurz angerissen. Es geht also nicht um eine Chronologie, was wann war, sondern es geht um die Thematik. Und Thematik heißt, was sagen verschiedene Autoren, Top-Autoren aus diesem speziellen Gebiet zu den einzelnen Topics, also Themen, was sagen die dazu und welche sind sich wo einig, wo gibt's Verbindungen und Überschneidungen und so weiter. Und die müssen herausgearbeitet werden. Und dann kann ich eben Absatz für Absatz so vorgehen, dass ich sage, ja, thematisch, was ist zum Beispiel das erste Thema, was mehrere bearbeitet haben. Und so kann ich das eben aufbauen und werde dadurch auch immer spezieller. Und das, wie ihr merkt, klingt ja auch schon viel aufwendiger und auch komplexer, als wenn ich quasi nur eine Originalforschungsarbeit schreibe, also ein Forschungspaper mit irgendeinem Problem und das ich vielleicht sogar in Inks lösen kann, ja, mit irgendeinem leichten Problem. Und eine normale Forschungsarbeit habe ich ja auch ein Video dazu gemacht. Da ist es eben so, dass man wirklich sich eine Forschungsfrage überlegt, was noch nicht erforscht wurde. Das kann sein eine Lücke, es kann sein es kann auch sein eine Limitation oder sonst irgendwas. Und deswegen, wenn ihr am Beginn steht, ist es meiner Meinung nach immer besser, wenn man mit einer normalen Forschungsarbeit beginnt und das einmal übt und eine Literature Review immer erst dann, wenn man schon eine gewisse Sicherheit hat und auch einen gewissen Erfahrungsschatz schon aus dem Gebiet, denn das ist schon wesentlich anspruchsvoller. Also in dem Sinn hoffe ich, kleine Tipps geben zu können und alles Gute dazu. Ciao.